Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dr. Ben und heute zeige ich euch eine Datenrettung an einer Seagate Rosewood Festplatte Modell ST2000 LM007. Das ist eine Festplatte, die macht sehr häufig Probleme. Generell die Rosewoods von Seagate, die kommen sehr häufig rein. Ist eine 2,5 Zoll SATA extern in einem Gehäuse verbaut. Ja? Und die Problematik, wie meistens die gleiche, die Platte fängt an zu singen. Nein, sie fängt an zu klicken vielmehr. Die Problematik ist, wir haben ein Problem mit dem Festplattenkopf. Aufgrund einer Beschädigung kann der nicht mehr ausrücken. Da muss man sich natürlich auch bewusst machen, ist eventuell auf den Platten selber irgendwo auch noch eine Beschädigung entstanden, ja oder nein? Wie sieht es aus mit dem Motor? Dreht die Platte noch? Mag die noch funktionieren soweit? Ja oder nein? Und wir müssen natürlich den Kopf tauschen und müssen schauen, dass der wieder ausrückt. Im Nachgang, nachdem wir den Kopf getauscht haben, können wir die Platte nicht einfach anschließen, sondern wir müssen zuerst eine Unlocked Firmware schreiben auf das ROM, also das SPI, neu flashen, ja, um dann im Endeffekt über die PC3000-Lösung Zugriff zu bekommen. Ja. Und in diesem Fall kann ich euch sagen, auch damit ist es nicht getan, denn die Problematik ist, dass wir in der Firmware noch eine Korruption haben, die an 2 Stellen beseitigt werden muss, MCMT-Error, damit wir dann im Nachgang wirklich die Daten extrahieren können. Ja? Also es ist ein generell sehr interessanter Fall. Ich werde euch im Prozess mit der PC3000 Software später nicht detailliert alles zeigen, was da im Vornherein hatte erledigt werden müssen, weil das viel zu aufwendig wäre. Wir beschränken uns in diesem Video auf die mechanische Reparatur der Platte, sprich wir haben eine baugleiche Platte bestellt. Unsere Platte ist Baujahr 2018. Die Platte, aus der wir den Kopf nehmen, ist Baujahr 2017. Das ist kein Problem. Ja? Der wird übernommen und das zeigen wir euch einmal in unserem Laminar Flow, in unserem Reinraum. In der Nachfolge werdet ihr dann im Endeffekt sehen, wie mit der PC3000 Software, PC3000 Portable Software, die Daten extrahiert werden, ja, und die werden dem Kunden dann als komplettes Backup bzw. als Ordnerstruktur gepackt in eine RAR-Datei zum Download zur Verfügung gestellt. Ist im Endeffekt ein wirklich sehr, sehr interessanter Prozess. Ist aber auch sehr diffizil. Ja? Also so einen Kopf zu tauschen, das funktioniert auch nicht einfach mal so. Es gibt mehrere Tools oder mehrere Kopfwerkzeuge. Wir haben unter anderem das Werkzeug von HDDOR getestet. Wir haben das von HDD Recovery getestet. Und am besten für die Rosewood aufgrund der Kopfstruktur und dass wir da nicht ganz so viel Platz haben, finde ich persönlich das Tool von Apex. Das ist ein mega geiles Lab, die stellen super coole Sachen her und das Tool fand ich persönlich am besten, um den Kopf rauszunehmen. Warum, wieso, weshalb? Ich kann wirklich ganz beifahren, ohne die Leseschreibköpfe in irgendeiner Form zu beschädigen. Ja, kann schön rein und kann das Ganze dann schön rausnehmen und auch schön wieder reinsetzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in dem Video und wir sehen uns am Ende nochmal wieder. Bis dahin. Im ersten Step öffnen wir die Festplatte. Hier sehen wir das Tool, das Apex-Tool für den Festplattenkopf später zu transplantieren. Auf der rechten Seite seht ihr die alte Platte, hier die neue Platte, aus der wir quasi den Kopf nehmen. Ja, also die Platte links ist die Platte mit dem neuen Kopf und rechts, das ist die Platte mit dem alten Kopf. Jetzt demontieren wir zuerst den alten Kopf. Dazu nutzen wir das Apex-Tool. Das können wir schön bis zum Ende einstecken und dann können wir hier ganz problemlos den alten Festplattenkopf rausnehmen. Hier sieht man den auch nochmal. Jetzt legen wir den weg und gehen zur neuen Platte. Auch dort wieder den Endanschlag entnehmen und dann das Tool rein und dann können wir hier schön den Festplattenkopf rausnehmen und den montieren wir jetzt in unsere alte Platte mit dem defekten Kopf. Die Platte ist Baujahr 2018, unser Donner Drive ist aus 2017. Der Kopf ist kompatibel, das passt soweit. Jetzt nehmen wir das Tool wieder raus
und montieren das dann dementsprechend alles sauber. Das heißt, die Führung kommt wieder rein, der Endanschlag kommt rein. Hier spinnt leider der Fokus von der Kamera ein bisschen, da hat sich irgendwie der Autofokus verabschiedet gehabt. Es tut mir leid an der Stelle. Machen wir im nächsten Video versprochenermaßen dann dementsprechend besser. So, jetzt noch die Schraube, die den Kopf hält rein, Abdeckung drauf, dann reichen gerade ein paar Schräubchen, die wir da reindrehen und dann passt das soweit. So, und nun switchen wir in unsere PC3000 Software und führen hier die nötigen Schritte aus, die wir tun müssen, um die Platte auszulesen. Das heißt, wir unlocken die Platte einmal. Wir haben natürlich vorher die ROM-Daten kopiert, das heißt den SPI-Flash von dem alten, den SPI-Flash von dem neuen PCB genommen und haben den geschrieben auf das alte PCB, damit wir im Endeffekt den Festplattenkopf dann zum Laufen bekommen. Dann gehen wir hier machen wir hier einen Unlock in den Tech-Mode rein und springen dann in den Data Extractor, und über den Data Extractor können wir uns dann gleich über den File Explorer einmal den Inhalt anschauen und können dann dementsprechend den Inhalt extrahieren. Ich extrahiere das Ganze jetzt in eine Binary und diese Binary kann ich dann später mounten und beziehungsweise zur Verfügung stellen, und der Kunde kann es dann mounten mit Daemon Tools oder wie auch immer. Oder wir mounten die Binary dann nochmals. Warum schreibe ich das in eine Binary? Weil es ganz einfach schneller geht, als wenn ich die Dateistruktur im Endeffekt schreibe. Ja? So, das heißt, wir wählen uns das Verzeichnis aus und dann geben wir der Binary einen Namen und exportieren das Ganze, und schon haben wir Zugriff auf all die wichtigen Daten. Puh, das war eine Sache. Ja, es war wirklich sehr anstrengend, und der Fall ist natürlich zurechtgeschnitten hier jetzt auf ein Video, ja, aber es hat mich wirklich einige Tage, wenn nicht sogar knapp 2 Wochen, also 14 Tage gekostet, um hier einen Datenerhalt gewährleisten zu können. Es gab einige Stolpersteine. Wir konnten zuerst nicht in den Bootcode-Mode, das heißt, wir konnten wir haben quasi im Terminal keine Antwort für den Unlock bekommen, und es war alles ein bisschen diffizil zum Laufen zu bekommen. Am Ende hat es funktioniert. Wenn ihr euch ein PC3000 oder ein Acelab-Produkt kauft, vergesst nie auch den Supportplan zu kaufen. Gerade am Anfang, wenn ihr mit sowas beginnt, ist das sehr nützlich, und die Jungs dort sind auch wirklich, Jungs und Mädels dort sind auch wirklich sehr stark. Ja. Am Ende konnten wir wirklich alle Daten rekonstruieren von diesem Rosewood Drive. Wenn auch ihr so ein Problem habt mit einer externen Seagate-Festplatte, dann sind wir definitiv euer richtiger Ansprechpartner. Über unsere Webseite könnt ihr die Platte gerne einsenden, und wir werden euch dann dementsprechend auch die Daten retten. Könnt ihr euch darauf verlassen. Besucht unsere Webseite rescue-prepared.com. Ich würde mich sehr freuen über einen Kommentar unter diesem Video, ein Like, den Channel natürlich abonnieren. Wir geben uns Mühe, euch in Zukunft mehr solchen Content zu bringen. Also bis dahin, ich danke euch sehr fürs Zuschauen, euer Dr. Ben.